Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, nicht der Weihnachtsmann, und habe heute einen absoluten Traumwagen für euch dabei. Vielleicht liegt er bei euch ja auch unterm Weihnachtsbaum. Bei uns war er jetzt 2 Wochen da, und zwar ist es der Audi R8 Performance V10 mit Allradantrieb. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir, und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen in Weihnachtsstimmung, denn wir werden uns den Sound anhören. Wir werden gemeinsam fahren, uns den Innenraum ansehen und auch über die Optik schauen. Jetzt dranbleiben und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Die machen für euch Autos wie diese bezahlbar. Die vergleichen nämlich Unteranbieter wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy Leasingpreis. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt sprechen wir hier über den R8. Den gibt es jetzt aktuell noch in 2 Varianten. Einmal als Heckantrieb und als Allradantrieb-Variante. Wir haben jetzt hier den Allrad. Jan hat euch den Heckantrieb auch hier auf dem Kanal vorgestellt. Schaut da gerne vorbei. Und jetzt hier in absoluten Weihnachtsmobilfarbe, Tango-Rot Metallic, kostet 1000 € Aufpreis. Deshalb durfte ich mir jetzt heute auch noch diese Weihnachtsmütze aufsetzen. Jan hat gesagt, Jessie macht es. Weihnachtliche Grüße an euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest. Und jetzt sprechen wir hier über die Optiken. R8 hat halt eine sehr eigenständige Optik. Den gibt es ja jetzt seit 2006. 2015 kam dann die 2. Generation auf den Markt. 2019 dann das Facelift, hier steht jetzt das Modelljahr 2021. Und so viele Wettbewerber gibt es da eigentlich gar nicht. Beispielsweise der Porsche 911 Turbo bzw. Turbo S, je nachdem, ob man den drüber oder drunter ansiedeln möchte, oder auch der AMG GTR. Alles Traumwegen, heute sprechen wir aber über den R8. Ihr bekommt jetzt hier serienmäßig LED-Leuchten, optional das Laserlicht. Wir haben jetzt hier nur das LED-Licht, das Laserlicht kann ich euch in diesem Fall leider nicht zeigen. Aber was wir haben, ist eine sehr böse Lichtfahrsignatur hier vorne, bzw. Tagfahrsignatur. Der starrt einen von hinten dann auf der linken Spur an der Autobahn sehr böse von hinten an, wenn er schnell kommt. 331 VMAX. Wir sprechen nachher noch weiter über die technischen Daten. Sehr tief gezogene Schnauze, hier unten dann im Performance-Paket, was wir jetzt hier haben, sehr viel Carbon, das zieht sich dann auch noch durch die Seite. Großer, mächtiger Grill, R8 hier vorne nochmal reingeschrieben. Wir haben hier die Renneszenz an den Urquattro mit den 3 Lufteinlässen und das Black-Paket Extended, heißt, die Audi-Ringe sind jetzt hier auch in einem Schwarz. Mega schicke Optik. Ich glaube, wenn man den Weihnachtsmann fragen würde, Weihnachtsmann, such dir mal ein Auto aus, welches möchtest du fahren, wird er genau dieses Auto wählen, vor allem in dieser Konfiguration, rot und schnell, damit die Geschenke auch schnell bei den Kindern sind oder auch bei den Erwachsenen. Wenn wir jetzt hier in die Seite gehen, sprechen wir vielleicht noch über die Maße, und der ist jetzt sehr flach natürlich, aber erstmal über die Länge. 4,43 Meter lang, 1,94 Meter breit, also auch sehr breit, und 1,24 Meter hoch. Ihr seht es jetzt auch, wenn ich hier im Profil stehe. Ein wunderschönes Heck einerseits, Jan geht auch gerade schon nach hinten, und eine wunderschöne Linie. Ihr bekommt den ja jetzt als Coupé oder als Cabrio, also als Spider. Für mich ist die Cabrio-Variante noch mal einen Tacken schärfer. Ich stehe einfach auf Cabrios, vor allem auf Sportwagen-Cabrios. Wir haben jetzt hier eben die Coupé-Variante. Ihr seht hinten auch schon den Heckspoiler, über den sprechen wir gleich. Erstmal geht es jetzt darum, was bekommt ihr denn hier an Fahrwerkstechnologie. Serienmäßig ist jetzt hier mein Sportfahrwerk. Optional bekommt ihr das Audi Magnetic Ride. Ihr bekommt optional auch noch die Progressivlenkung, die haben wir jetzt hier mit dabei. Besprechen wir dann später noch bei der Fahrt. Und serienmäßig 19 Zoll Felgen. Hier haben wir jetzt die optionalen 20 Zoll Felgen drauf. Bremsen gibt es dann serienmäßig Stahlbremsen 19 Zoll in einem Schwarz oder in einem Rot. Oder die Keramikbremse, die haben wir jetzt in diesem Fall in einem Anthrazit. Die gibt es aber auch noch blau oder in Rot. Sehr schicke Felge. Hier steht dann auch nochmal V10 in einem Schwarz drauf, vor allem hier in dem Extended Paket. Und wenn ihr da an der Seite seid, sprechen wir vielleicht auch noch über die Spiegelkappen. Die sind jetzt im Performance-Paket in einem Carbon, genauso wie die Sideblades, die schauen wir uns auch gleich noch an. Die gibt es aber dann eben auch optional in Wagenfarbe, in Schwarz matt oder in einem Aluminium. Ich finde die Variante sehr schön, sehr flaches Dach, keine Umrandung hier um die Scheiben. Hier haben wir jetzt große Lufteinlässe. Sehr breiter Seitenschweller, auch wieder in Carbon, und ihr seht jetzt die Sideblades hier auch wieder im Carbon. Mega geile Optik, der Weihnachtsmann wird es lieben. Und wenn wir jetzt ans Heck gehen, schauen wir uns das auch an.
Feststehender Spoiler hinten, ebenfalls in Carbon. Hier hinten dann riesige Luftauslässe. Man kann hier auch richtig reinschauen, wenn ihr das gleich mal macht. Kann man da sehr viel schon vom Innenleben sehen. Und wir haben hinten jetzt auch noch die Sportabgasanlage. Sound hören wir uns dann im Innenraum an. LED-Technologie auch hier hinten. Und die schwarzen Audi-Ringe auch jetzt hier in der Mitte. Was ich jetzt als nächstes machen möchte, ist da hinten mal die Haube öffnen. Das mache ich jetzt mal schnell. Übrigens integrierte Türöffner hier an der Seite. Das funktioniert jetzt hier. Ich mache mal auf. Und hier könnt ihr jetzt ja ins Herzstück gucken. Und zwar haben wir jetzt hier einen Mittelmotor, einen 5,2 Liter Sauger V10. Der knallt, das kann ich euch jetzt schon versprechen. 620 PS, 580 Newtonmeter maximales Drehmoment in 3,1 Sekunden auf 100 und wie schon gesagt VMAX 331 km/h. Das macht Spaß. Nach WLTP verbraucht er 13 Liter. Wie viel wir verbraucht haben, erzähle ich euch auch später. Je nachdem, wie schnell der Weihnachtsmann fahren muss. Ja, verbraucht er dann auch ein bisschen mehr. Übrigens hier ganz viel Carbon im Innenraum. Gibt es nochmal optional dazu. Mega geiles Auto. Ich kann euch nur so viel versprechen, ihr könnt euch auf den Sound schon mal freuen. Jetzt machen wir hier hinten mal wieder zu. So, jetzt ist es zu. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar haben wir vorne noch einen Kofferraum. Hinten gibt es ja keinen Kofferraum. Der hat 112 Liter Fassungsvermögen. Den mache ich euch auch noch schnell auf. Weil der hat uns jetzt die letzten 2 Wochen begleitet. Sehr viel passt da leider nicht rein. Ich mache euch den mal auf. Aber es reicht zumindest für einen Trolley und einen kleinen Koffer. Also so einen kleinen Handwerkskoffer bei uns. Schaut gerne mal mit mir rein. Hier habt ihr dann eben noch ein paar kleine Netze, mit denen ihr was verstauen könnt bzw. fixieren könnt. Und hier dann eben auch noch mal ein bisschen mehr Platz. Ja, und das war es jetzt erstmal hier von außen zum R8. Ich mache den jetzt mal hier zu. Einmal draufdrücken. Wir gehen jetzt gemeinsam in den Innenraum. Den zeige ich euch auch noch ganz schnell. Und anschließend gibt es den Sound und wir fahren gemeinsam. Ich hoffe, ihr habt Bock. Am Schluss erzähle ich euch dann, was der hier so kostet und würde sagen, ihr kommt mal mit. Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum. Ich habe meine Weihnachtsmütze jetzt mal abgesetzt, aber versprochen, im Fazit habe ich sie wieder auf. Und erstmal sprechen wir jetzt über die Sitze. Hier gibt es jetzt verschiedene Varianten. Wir haben jetzt hier die Ledersitze R8 hier eingeprägt. Öffnung hier oben, dann auch nochmal integrierte Kopfstütze, die geben sehr guten Seitenhalt, sind ein bisschen hart, muss man schon sagen, müssen sie aber auch sein, damit kann man auf jeden Fall auf dem Track. Für die Langstrecke ist es auch okay, ich hatte keine Rückenprobleme, aber es waren jetzt auch nicht die bequemsten Sitze, auf denen ich jemals saß, aber sie sehen auf jeden Fall mega gut aus und haben eben auch Funktionen. Sehr schöne Einstiegsleiste jetzt hier auch noch mit einem Carbon. R8 steht nochmal drauf. In der Tür haben wir ebenfalls Carbon. Dieses Performance-Paket ist hier wirklich komplett einmal mit Carbon ausgeschmückt. Alles hier ausgekleidet bei der Tür, kein Hartplastik. Kleiner Kritikpunkt ist, da unten ist fast kein Platz für eine große Flasche. Heißt, wenn man eine große Flasche mittransportiert, muss man die irgendwie zwischen den Beinen haben. Es ist nicht so viel Platz in dem Auto. Wie gesagt, vorne habt ihr einen kleinen Kofferraum. Hier hinten hinter den Sitzen kann man vielleicht noch was verstauen, aber dann wird es relativ eng. Heißt, man kann jetzt hier nicht so viel mitnehmen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist uns hier das Cockpit mal anschauen. Es ist sehr reduziert. Was ich aber total mag, hier gibt es keinen digitalen Schnickschnack, zumindest hier vorne nicht. Wir haben hier dann auch noch ein Handschuhfach, das satiniert ist. Ihr seht jetzt auch, wir sind ein paar Mal damit gefahren, da ist auch noch das Preisschild von der Nikolausmütze mit dabei. Hier die Mittelkonsole ist sehr schmal, trennt nicht zu sehr vom Beifahrer. Auch hier haben wir wieder sehr viel Carbon. Elektronische Parkbremse, hier haben wir noch den kleinen Schalter, mit dem wir dann auch das Infotainment-System mitsteuern können. Das schauen wir uns dann gleich an. Hier kommt man immer zurück im Menü. Habt ihr auch so Shortwide-Punkte, die ihr ansteuern könnt. 7-Gang DSG haben wir jetzt hier schön mit so perforierten Leder nochmal bezogen. Gänge hier in dem Fall dann da. Vorne kann man auch das ESC ausmachen. Und was ich total gerne mag, ist auch hier diese Klimaautomatik, wie die angemutet ist. Hier kann man die jetzt auch stärker oder schwächer machen, hier dann auch eben in der Temperatur einstellen oder hier auch komplett ausmachen. Erinnert so ein bisschen an ein Flugzeugcockpit. Serienmäßig jetzt hier immer die Sitzheizung dabei, egal welche Sitze ihr nehmt. Hier vorne die Lüftungsdüse dann auch nochmal mit Carbon ausgekleidet. Was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass Jan mal reinkommt und wir besprechen noch das Lenkrad. Übrigens, das Dach haben wir jetzt hier in einem Stoff. Ich weiß, ihr erkennt es nicht so gut. Es gibt auch noch in Alcantara, das gibt es auch noch gesteppt in Alcantara. Das finde ich mega schön. Die Stoffvariante tut es aber auch und kostet eben keinen Aufpreis. Rahmenloser Spiegel hier vorne dann auch nochmal. Passt natürlich hier zu so einem R8. Und dann besprechen wir jetzt das Lenkrad. Ich finde ja, dass
optionale Alcantara-Lenkrad deutlich schöner. Hier ist es jetzt einmal rundherum perforiert, unten R8 stehen, dreispeichig, sehr viele Knöpfe. Wir haben jetzt hier nochmal den Start-Stopp-Knopf, wir haben hier auch eine Klappenregelung für den Auspuff, haben hier Drive Select und auch noch den Performance-Modus. Wenn wir hier drauf drücken, haben wir eben Komfort, Auto, Dynamic und Individual. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, könnt ihr euch auch ansehen, was man alles einstellen kann. Das Motor, Getriebe, Dynamiklenkung, Quattro, Motorsound. Hier ist nicht die Dämpfung anpassbar. Wir haben hier also nicht die adaptive Dämpfung hinzukonfiguriert. Schade, hätte ich euch eigentlich gerne gezeigt. Und was man machen kann auf der View-Taste hier ist, ja, sich verschiedene Ansichten auszuwählen. Einmal diese hier und einmal diese hier. Erkennt man vielleicht am besten, wenn man die Map drin hat. Bleibt ruhig vorne, dann sieht man es auch gut. Wenn man jetzt hier nämlich dazwischen switcht, sieht man es besser. Ich mag die Anzeige hier am liebsten, große Map oder halt hier eben, wenn man etwas schneller fährt, direkt in der Mitte eben wichtige Rundmeter. Kein Head-Up-Display braucht man aber hier auch nicht, dafür eine sehr schöne Hutze hier in dem Fall. Ich mag das Lenkrad, liegt sehr gut in der Hand. Schaltpedal sind jetzt hier auch mit dabei. Die lenken natürlich auch mit, bleiben nicht feststehen, das wäre total nervig. Hier drüben seht ihr dann übrigens dann auch nochmal alle Einstellungen für den Spiegel. Könnt dann hier eben auch noch vorne den Kofferraum aufmachen. Und hier hinten hinter mir geht halt eben die Klappe für hinten auf. Und jetzt würde ich sagen, besprechen wir noch ganz kurz das Infotainment-System. Das ist übrigens hier serienmäßig immer mit dabei, das MMI. Können wir uns jetzt hier mal anschauen. Wenn ich hier drüber toggle, gehen wir hier auf Menü. Genau, da unten geht's. Und das ist jetzt hier vorne auch das Menü, habt ihr direkt im Sichtfeld. Und da können wir uns jetzt ein paar Sachen anschauen zum Fahrzeug. Beispielsweise können jetzt hier rein, können uns ja verschiedene Sachen anzeigen lassen, den Langzeitspeicher, wie viel wir verbraucht haben. Ich sehe mich auch so ein bisschen ja, vorweg, aber wir sprechen später nochmal darüber. Könnt dann hier aber auch eben andere Ansichten wählen, wie beispielsweise die Medien, Telefon, die Navigation, die Karte, Audi Connect, Audi Smartphone oder auch Einstellungen. Heißt, ihr könnt hier eben auch alles Wichtige einstellen. Das ist sehr einfach zu bedienen und wenn ihr zu den wichtigsten Punkten gehen möchtet, könnt ihr hier einfach einmal in Media, einmal in Radio, einmal in Telefon oder eben einmal hier hoch. Wir haben noch einen richtigen Drehregler, was wirklich großartig ist, kann man hier ganz einfach bedienen oder hier ganz einfach auch am Lenkrad. Das mache ich meistens, wenn ich unterwegs bin, hier bei Audi, bei diesen Multifunktionslenkrädern. Und eine allerletzte Sache ist noch, schaut mal, so sieht der Schlüssel aus. Wunderschön und der findet hier jetzt auch sehr gut Platz, kann man hier reinlegen. Vorne dann auch noch eine induktive Ladefläche. Ich hole das Handy mal raus, dann seht ihr es auch. Da könnt ihr das Handy dann laden. Habt vorne auch noch 2 USB-Anschlüsse und einen AUX-Anschluss bzw. 12 Volt Steckdose und könnt das Ganze jetzt hier auch noch zufahren. Was wir jetzt aber gemeinsam machen, ist endlich losfahren und dann zeige ich euch gleich den Sound. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und erstmal starten wir unseren R8 hier vorne auf dem Start-Stopp-Knopf. Sehr, sehr geil. Ihr hört auch schon, der Motor fängt an. Ja, bitte tanken. Das ist jetzt natürlich hier immer generell das Problem. Und wir haben jetzt hier eine Auspuff-Klappenanlage, haben jetzt den Motorsound auf sportlich gestellt, sind jetzt hier in Performance und jetzt hören wir uns den Sound mal von innen an. Hört sich sehr gut an. Wir haben den Motor jetzt hier direkt im Nacken und was wir jetzt machen, ist den noch von außen anhören. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den jetzt so fandet. Was wir jetzt als erstes machen, ist hier vorne mal View, dass ihr auch genau seht, wie schnell ich fahre oder wie schnell ich nicht fahre. Wir gehen jetzt hier in Drive Select gemeinsam und fahren mal in Dynamic los. Ziehen jetzt hier das 7-Gang DSG nach hinten und fahren gemeinsam los. Und erstmal sprechen wir über das Fahrwerk. Wir haben jetzt hier nicht das adaptive Fahrwerk drin, sondern das ganz normale Sportfahrwerk und es ist tendenziell natürlich sehr hart abgestimmt, macht aber unfassbar viel Spaß, denn man kann den auch ein bisschen komfortabler einstellen, dass man jetzt hier im Alltag eben ja unterwegs sein kann, ohne dass einem der Rücken kaputt geht, kann aber genauso gut mit diesem Auto auf den Track gehen oder jetzt hier eben auf schlechteren Straßen einfach so ein bisschen herumfahren und man merkt da wirklich hier den Hobel. Ich finde aber, das macht absolut Spaß. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, geht es natürlich auch um die Lenkung und die ist sehr direkt. Wir haben jetzt hier die Progressivlenkung. Was bedeutet Progressivlenkung? Ja, das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt hier langsamer fahren, dass die Lenkung ja sehr angenehm ist. Man hat halt eben nicht so einen krassen Wendekreis, der liegt jetzt hier knapp über 11 Meter. Wenn man aber schneller fährt, hat man eben eine sehr gute Kurvenstabilität. Vielleicht, bevor wir jetzt hier schneller fahren, gehen wir jetzt hier erstmal noch gemeinsam auf komfortabel und ihr hört jetzt direkt, dass der Sound sich wegnimmt.
Die Gasannahme wird angepasst. Man hat hier jetzt eben komfortableres Fahren, was ich sehr gut finde, denn man muss ja nicht immer ballern, man möchte ja nicht immer ballern. Und da erzähle ich euch jetzt vielleicht auch mal was zum Verbrauch. Angegeben ist er bei 13 Liter. Wir haben jetzt eher so Richtung 15, 16 Liter gebraucht. Liegt natürlich auch daran, dass Jan ab und zu mal gerne hier aufs Gas drückt. Und das muss man bei diesem Auto auch machen. Es knallt nämlich unfassbar. Auch wenn wir jetzt hier im Komfort sind, spürt man trotzdem, dass man hier eben Supersportwagen unterbohrt. Eine andere Sache ist, uns kommt jetzt hier gerade jemand entgegen. Ja, dieses Auto ist unfassbar breit. Zum Glück macht er jetzt hier, Dankeschön, so viel Platz. Denn 1,94 Meter Breite merkt man jetzt auch im Alltag. Da muss man ja ab und zu dann auch aufpassen, dass man da sich keine Felge kaputt macht. Das ist daher vielleicht jetzt nicht das alltagstauglichste Auto, mit dem man jetzt hier durch die Stadt fahren kann. Andererseits, wenn man es aber mit anderen Sportwegen vergleicht, wie zum Beispiel mit dem Ferrari Roma, ist es deutlich angenehmer, damit auch einfach durch die Stadt zu fahren. Also Lenkung habe ich euch schon erzählt. Wir gehen jetzt mal hier wieder in, was machen wir noch? In Dynamic gehen wir jetzt einfach mal wieder. Ihr hört jetzt auch direkt, der Sound wird hier lauter, die armen Kühe hier drumherum haben auch schon richtig Schiss, wenn die das hören. Und was wir jetzt hier haben, ist ja ein permanenter Allradantrieb. Hinten ein Sperrdifferential. Wir haben eine selektive Momentenverteilung jetzt bei dem R8. Wir können auch mit den driften, das machen wir heute gemeinsam nicht. Das wäre auch irgendwie unfair Audi gegenüber, denn die geben uns ja hier diesen Testwagen nicht, damit wir jetzt hier rumdriften, sondern damit wir euch hier einen Fahrbericht geben. Und jetzt endlich können wir gemeinsam auf 100 beschleunigen. Keramikbremse haben wir hier übrigens auch drauf, die ist echt gut. Wir machen jetzt auch gleich eine Vollbremsung. Jan muss jetzt kurz sich mal festhalten. Sind jetzt gerade auf 70 und ich drücke jetzt mal komplett auf die Bremse. Geht gut. Und was wir jetzt machen, ist gemeinsam durchbeschleunigen. Vorne, Jan, schauen und los geht's. Ja, 100, so schnell geht's. Dieses Auto ist einfach krank. 3,1 Sekunden auf 100, 620 PS, 580 Newtonmeter maximales Drehmoment. Vor Max fährt er 331. Bis 300 war ich auf der Autobahn unterwegs, schneller dann auch nicht. Das ist ein krankes Fahrgeschoss. Es ist richtig geil. Danke Audi, dass ich den jetzt nochmal fahren durfte. Schade, dass es ihn vielleicht nicht mehr geben wird. Alles wird elektrisch. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit! Und dann noch eine Sache, und zwar ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich hier eine ziemlich schicke Uhr anhabe. Die ist von Chronex, unserem neuen Kooperationspartner. Und was machen die? Die haben eine Webseite mit insgesamt 49 verschiedenen Marken und 7000 Uhren. Mit dem Code CarCrash, alles groß geschrieben, bekommt ihr dann einen besonderen Rabatt. Schaut da gerne vorbei. Unten mache ich euch die genaue Definition rein, wie viel Preis bzw. wie viel Rabatt ihr bekommt und auch noch den Link dazu. Schaut gern vorbei. Kommen wir zu meinem Fazit und ich bin echt traurig, denn morgen wird der R8 wieder bei uns abgeholt. Andererseits bin ich aber auch sehr, sehr glücklich, denn wir durften ihn jetzt 2 Wochen am Stück testen und ich weiß nicht, wie oft das noch der Fall sein wird, denn die Zukunft wird elektrisch und so Autos wird es immer seltener geben. Der wird ja in den Böllinger Höfen gebaut, genauso wie auch der Audi e-tron GT bzw. der erst Audi e-tron GT haben wir euch beide vorgestellt bei uns auf dem Kanal, schaut da gerne mal vorbei. Und warum mag ich den R8 so gerne? Es ist ein super Sportwagen, der gleichzeitig alltagstauglich ist. Wir waren sehr oft mit dem auf der Autobahn unterwegs, ich habe keine Rückenschmerzen bekommen, man kann auch komfortabel mit dem fahren. Andererseits knallt er aber auch brutal, hat einen richtig geilen Sound und es ist eben auch ein Auto für die Rennstrecke. Wenn wir jetzt hier vorne angekommen sind, sprechen wir über den Preis und die heckangetriebene Variante, die euch Jan ja auch schon vorgestellt hat, schaut da gern vorbei, beginnt bei 149.000 Euro. Der beginnt jetzt hier in der Performance-Variante und Allrad bei ungefähr 200.000 Euro und so wie er jetzt hier dasteht, kostet er dann 211.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Falls ihr über Leasing nachdenkt, dann könnt ihr gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Abonniert gerne den Kanal und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!